Ich finde es übrigens schön, dass wir das zwischen uns geklärt haben. Ich auch. Mir liegt nämlich viel an dir. Und an unserer Freundschaft. Mir auch. Natürlich. Ja, aber das ist der Punkt. Wir können nicht mit dir reden, meine Frau und ich. Wir kommen nicht an sie heran. Sie kapselt sich ab. Das ist der Grund, weshalb ich sie anrufe. Wir sind einigermaßen verzweifelt. Einen Moment, bitte. Gabriela, ich habe hier eine Frau von der Beratungsstelle am Apparat. Willst du nicht selbst mit ihr sprechen? Mein Gott, was hat er denn davon, wenn er die Wahrheit erfährt? Dann weiß er endlich, woran er bei dir ist. Jetzt lebt er in einer intakten Familie. Willst du ihm das kaputt machen? Was machen Sie denn hier? Ich muss mit dir reden. Bitte. Spinnst du? Ja, aber diese Frau kann dir vielleicht helfen. Was hast du ihr erzählt? Nichts. Das glaube ich nicht. Ich habe nichts erzählt. Ich habe nicht Dann mal leg deinen auf. Namen. Bitte einen Moment noch. Gabriela, du musst dich jemandem anvertrauen. Jetzt warte doch. Reden. Und worüber, wenn ich fragen darf? Das würde ich dir gern draußen sagen. Wozu? Felix, musst du deine Sachen immer überall rumliegen lassen? Was machen Sie denn hier? Ich rede nur mit meinem Sohn. Felix, es ist wichtig, bitte. Wenn es um den Job bei Ihnen geht. Kein Bedarf. Nein. Darum geht es eben nicht. Trotzdem. Bitte. Sie haben es doch gehört. Wenn du jetzt bitte gehen würdest. Ich habe keine Lust, mit Ihnen zu reden. Roloff. Klaus. Das wurde doch mal Zeit, ne? Was? Ja, meld mir rüber. Mit Foto, ja? Netter Empfang. Okay, danke, Decker. Bis später. Hi. Bin ich froh, wieder zu Hause zu sein. War stressig? Meetings, Meetings, Meetings. Ich glaube, ich kenne jeden Konferenzraum in New York. Ja, dann bist du bestimmt müde. Soll ich dich allein lassen? Bloß nicht. Ist doch viel netter, wenn jemand da ist, wenn man nach Hause kommt. Außerdem wirst du doch immer noch von der Kommissarin beschattet, oder? Ja, silbernes Auto. Steht da unten. 2 Kerle. Schon die ganze Zeit. Da kannst du jetzt unmöglich gehen. Wie sieht das denn aus? Ich komme von der Reise zurück und mein Liebhaber verlässt fluchtartig die Wohnung. Ja, dann spielen wir aber weiter die Frischverliebten. Und? Hast du was Neues über den Kunstraub rausgefunden? Das war Holler am Telefon. Hat eine Spur. Echt? Das ist ja toll. Erzähl. Soll ich mir vielleicht erst was anziehen? Hm? Muss doch nicht sein, oder? Du hast diese Beraterin angerufen, um einen Termin für Gabriela auszumachen? Ja, natürlich. Dazu sind Sie doch da, diese Beratungsstellen, oder? Du kannst doch nicht ohne ihr Ist Einverständnis... nur zu Ihrem Besten, verdammt nochmal! Und deshalb setzt du dich einfach über sie hinweg, ja? Du schaffst Tatsachen, wie es dir passt. Wer immer Gabriela das angetan hat, der gehört ins Gefängnis. Begreifst du nicht, Arno? In diesen Broschüren, die Daniel uns gegeben hat, da steht's doch drin.
Frauen, denen so etwas zugestoßen ist, die brauchen Zeit, um die Sache zu verarbeiten. Wie viel Zeit? 9 Monate vielleicht? Hör auf, Arno. Verstehst du nicht? Gabriella hat furchtbare Angst vor diesen Erinnerungen. Und vor den Fragen, ganz egal, ob von einem Mann oder von einer Frau. Du kannst sie nicht zwingen, darüber zu reden. Sie muss das selber wollen. Herrgott. Glaubst du, mir geht das nicht eben so nah wie dir? Ich weiß doch. Ich weiß. Entschuldige bitte. Entschuldige. Was denkt sich Arno dabei? Hier. Danke. Er hat es bestimmt nicht böse gemeint. Ach, ist doch egal, wie er es gemeint hat. Nachdem ich gegangen bin, hat er der Frau bestimmt alles erzählt. Also das glaube ich nun wirklich nicht. Seitdem Arno davon weiß, ist genau das eingetreten, was ich immer befürchtet habe. Du bist eben wie seine eigene Tochter. Und es macht ihn fertig, dass er dir nicht helfen kann. Wenn er mir helfen will, dann soll er mich einfach in Ruhe lassen. Ja, und genau das fällt ihm schwer. Und ich kann ihn gut verstehen. Und wer versteht mich? Naja, wie auch immer. Ich kann jetzt auf keinen Fall wieder nach Hause gehen. Pass auf. Ich fahre dich nach Hause und rede mit Arno. Okay? Ja, okay. Möchtest du auch? Verdammt nochmal. Warum kann sie nicht einfach verschwinden? Meinst du, sie kommt wieder? Keine Ahnung. Ich hoffe, sie weiß jetzt, dass sie hier nicht erwünscht ist und lässt Felix in Zukunft in Ruhe. Schien mir ja keine große Lust auf ihre Gesellschaft zu haben. Na Gott sei Dank. War sie eigentlich schon immer so? Ach, das habe ich dir schon 1000-mal erzählt. Ja, aber dass sie so penetrant sein kann, das hätte ich nicht gedacht. Wenn es nicht nach ihren Vorstellungen läuft. Was bildet sie sich eigentlich ein? Sie war doch diejenige, die ihre Familie im Stich gelassen hat. Und jetzt taucht sie plötzlich hier auf und denkt, sie hat ein Recht auf die Liebe von Felix. Soll ich das Meeting absagen? Du hast doch heute überhaupt keinen Kopf für sowas. Nein, der Termin ist wichtig. Gut. Ich mache mich zurecht. Du hättest nichts mit meinem Bruder anfangen sollen. Ja, genau, das ist das Problem. Du wolltest dich immer nur rächen. Du hast mir meine Kinder genommen. Wegen einer belanglosen Affäre hast du mich 4 Jahre ins Gefängnis gebracht. Ey, du kneifst ja ständig die Augen zusammen. Konzentration. Achtung. So, und jetzt die Tigerkralle. Bin wieder da. Hallo, hi. Wir hatten eigentlich erst morgen mit dir gerechnet. Ach ja, ich wollte nur mal sehen, ob alles klar ist. Und? Alles gut bei dir? Gut, dass du wieder da bist. Das war ja kaum zum Aushalten mit der alten Sklaventreiberin. Oh, das stimmt überhaupt nicht. Alles im grünen Bereich. Ich schieße noch schnell die Fotos fertig, dann bringe ich dich auf den neuesten Stand, okay? Okay. Ich glaube, die brauchen dich ja eigentlich gar nicht, oder? Von wegen. Sag mal, dieser Typ, von dem dein Kollege erzählt hat, dieser Fissler, Ja, von dem Klaus aber auch meinte, das könnte ein Deckname sein. wenn dieser Fissler wieder in die Stadt kommt, dann könntest du ihn doch eigentlich beschatten lassen, oder? Eigentlich ja. Aber mach das lieber selbst. Du wirst doch von der Polizei Tag und Nacht überwacht. Das kriege ich schon irgendwie hin. Wieso will der eigentlich wieder nach Düsseldorf kommen? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht plant er ja sein nächstes Ding. Ist es nicht ein bisschen riskant? Frechheit siegt bekanntermaßen. Und jetzt, nachdem hier die Bilder deines Vaters verschwunden sind, rechnet doch eigentlich niemand mehr damit, dass hier was Ähnliches passieren könnte. Tu mir einen Gefallen, ja? Jeden. Pass auf dich auf. Und jetzt das Letzte. Zusammen. Achtung. Und tschüss.
Das ist ja furchtbar. Siehst du jetzt, worum es geht? Man kann gar nicht vorsichtig genug sein. Man kann auch nichts machen. Hallo. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. Ach, Gabriela. Mein Anruf heute Mittag. Ich habe einfach nicht nachgedacht. Gabriela möchte eigentlich, dass ihr gar nichts mehr unternehmt. Es ist ihre Sache, versteht ihr? Und sie hat vollkommen recht. Was hast du dieser Frau gesagt? Nichts, ich wollte nur, dass du mit ihr sprichst. Nur das? Nur das. Trotzdem hätte Arno natürlich vorher mit dir reden müssen. Ja, das hätte er. Gut, dann wäre das ja geklärt. Sonst noch was? Ja. Was ist denn mit dem Hunger? Hey! Bist du schon wieder zurück aus Hamburg? Willst du später mal erzählen, wie es war, ja? Moment, Fräulein. Wohin geht's denn? Zu Alexa. Bleibt nicht zu lang, ja? Tschüss. Tschüss. Hamburg? Ja, wir haben Lara nicht erzählt, dass du im Krankenhaus warst. Aber sie wollte natürlich wissen, wo du warst. Und deshalb haben wir gesagt, dass du zu Roland nach Hamburg gefahren bist. Hätten wir nicht? Doch, doch. Was ich immer noch nicht verstehe, warum haben Sie Ihrem Sohn nicht klargemacht, wie wichtig für Sie ein Gespräch mit ihm wäre? Ich bin einfach nicht an ihn herangekommen. Seit er weiß, wer ich bin, lehnt er mich ab. Aber den Streit mit Ihrem Ex-Mann, den hat er doch mitbekommen. Ja und? Dann wird er ihn sicher gefragt haben, warum Sie Streit hatten. Und wenn schon. Martin hat ihm bestimmt nicht die Wahrheit gesagt. Und das wollen Sie so einfach hinnehmen? Ich bin hier, um Kontakt zu meinen Kindern zu bekommen, nicht um mich über Martin zu ärgern. Aber das eine geht nicht ohne das andere. Herr von Beinbach tut alles, um Sie vor Felix unmöglich zu machen. Tja, da haben Sie allerdings recht. Aber was haben Sie erwartet? Dass wir uns aussprechen und versöhnen? Nein. Aber wollen Sie Ihren Sohn denn weiterhin im Unklaren lassen? Auf dem Weg hierher habe ich noch mal nachgedacht. Felix ist sehr jung. Aber alt genug, um die Wahrheit zu verkraften. Was nützt es ihm, wenn er weiß, was für ein Mensch sein Vater ist? Deswegen wird er mir nicht gleich um den Hals fallen. Dann reisen wir bald ab? Wir bleiben. Ich werde einen anderen Weg zu meinem Sohn finden. Mr. Supermodel. Ja, das sagt die Richtige. Du bist doch die Schöne wie auf dem Foto. Genau. Ich brauche ein paar Unterschriften von dir. Ups, so viele? Tja, sorry, alles Chefsache. Pardon, Chefinnensache. Ach übrigens, Felix hat ein paar Mal angerufen, hat aber nicht gesagt, was er wollte. Ja, er wird jetzt erstmal das ganze Wochenende mit Alexa unterwegs sein. Der wird schon noch mal anrufen, wenn es wichtig war. Guten Tag, Kommissar Steiner. Frau Beinbach, Herr Roloff. Ich habe die Ermittlungen in dem Kunstraub von meiner Kollegin übernommen. Ich habe nur ein paar Fragen. Ich darf doch. Ja. Ach, Schatz, wärst du so nett und würdest dem Kommissar einen Kaffee bringen? Aber klar. Danke. Also, es sind ein paar neue Aspekte aufgetaucht. Eigentlich wollte ich Sie deswegen ja schon vor ein paar Tagen fragen, aber... Ja, ich war in New York, geschäftlich. Ja, das hat mir Ihre Mitarbeiterin auch gesagt. Also es wäre wirklich besser gewesen, wenn Sie mir... Die ich nicht fliegen dürfe? Ich dachte, das Ausreiseverbot gilt nur für meinen Freund. Nein. Beziehungsweise ja, es gilt nur für Ihren Freund, aber... Bitte sehr. Danke. Oh, Schatz, wolltest du auch noch? Nein, danke. So. Was liegt denn diesmal an? Kommt Gabriela nicht runter? Ich glaube, sie fühlt sich nicht so wohl. Die sah auch ein bisschen krank aus vorhin, fand ich. Ach, das legt sie schon wieder. Der Hunger wird sie schon runterholen. Kann sie aber auch holen. Nö. Lass mal. Wir sollten uns bald umziehen. Sonst kommen wir noch zu spät zu Charlies Party. Ja, hast du recht. Eine Party? Das weißt du doch. Charlie Schneider weiht ihre neue Wohnung ein. Ach ja. Er könnte mich damit in die Stadt nehmen. Ich will mit Franzi in so einen neuen Club. Wie kommst du zurück? Im Nachtbus. Oder... Ach
Ach nee, ich nehme das Fahrrad. Also das kommt ja überhaupt nicht in Frage. Ich will nicht, dass du allein mitten in der Nacht durch die Stadt fährst. Wieso, was ist denn los? Ja, das möchte ich nicht. Dass du dich nachts irgendwo herumtreibst. Dafür gibt's doch eine Lösung. Das Taxi. Egal ob Taxi oder Nachtbus, Lara bleibt zu Hause. Ey, was ist denn nur los mit dir? Ich darf doch sonst immer. Du gehst nicht und damit basta. Das lass ich mir nicht verbieten. Du hast mir erlaubt. Toll, Familie. Lara! Warum fällst du mir in den Rücken? Wir waren uns doch einig. Auf einmal erlaubst du dem Mädchen mitten in der Nacht... Bei aller Liebe, Arno, aber deine Hysterie hilft keinem weiter. Ganz genau. Das habe ich Meyers von Anfang an klar gemacht. So kommen wir nicht ins Geschäft. Ja, ich weiß. Und das habe ich auch genauso weitergegeben. Manchmal sind diese Leute dermaßen penetrant, wenn es nicht immer nach ihrer Nase geht. Abend. Vor der haben wir wohl nirgendwo mehr unsere Ruhe. Nimm schon mal Platz, ich komme gleich nach. Na, was für ein Zufall. Ein unangenehmer. Bei der Gelegenheit möchte ich dich darauf hinweisen, uns in Zukunft mit deinen Besuchen zu verschonen. Das ist ja deutlich. Ich kann Felix auch woanders treffen, wenn es darum geht. Er will dich nicht sehen, begreif das endlich. Das wird sich ja noch herausstellen. Da wird sich gar nichts herausstellen. Außer, dass du unerwünscht bist. Es wäre gut, wenn Sie sich beide für weitere Fragen zur Verfügung halten würden. Sie wissen ja, wo Sie uns finden. Ja, Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss. Sag mal, was will dieser Kerl bloß, hä? Ich habe keine Ahnung. Besitzen Sie ein privates Handy? Was hat denn das mit dem Kunstraub zu tun? Ich glaube, das weiß er selber nicht. Was ich allerdings weiß, ist, dass der Kerl mir echt auf die Nerven geht. Oh. Ich fand unsere kleine Theatervorführung ganz lustig, du nicht? Doch. Also, Mrs. Roberts wäre jetzt von Neiderblast? Du warst auch nicht schlecht, Brad Pitt. Sag mal, Kleine, hast du Hunger? Mhm. Ich hol uns was. Bist du damit durch? Ach, lass es noch mal hier, ja? Gib einfach Bescheid, wenn du fertig bist. Sonst noch was? Darf ich dich mal was fragen? Ja klar, immer, weißt du doch. Also, vorhin, als der Kommissar hier war, ich meine, du und Mark, seid ihr jetzt eigentlich zusammen oder was? Du bist auch drauf reingefallen. Reingefallen? Ihr seid also nicht... Nein, das war doch nur gespielt. Für den Kommissar. Ach so, das sah aber ziemlich echt aus. War das dein Ernst eben? Ich bin hysterisch. Also darf Lara sich allein die ganze Nacht in Düsseldorf rumtreiben? Sie will mit Alexa in einen Club. Hast du nie in Clubs? Also das ist ja wohl etwas völlig anderes. Arno, du kannst ihr nicht alles verbieten. Und du kannst sie nicht einsperren. Das tut doch auch niemand. Lara kann zur Schule gehen, Gabriela bei Beinbach arbeiten, irgendwann wird sie mit ihrem Volontariat beginnen. Sie dürfen alles. Ja, nur keinen Spaß haben. Es kann überall passieren. Verstehst du? Ach, man kann das sowieso nicht verhindern. Meinst du das? Also Risiko. Das ist doch Unsinn, Arno. Aber du kannst doch Lara und Gabriela nicht verbieten, ihre Freunde zu treffen. Sie kann ihre Freunde hier treffen. In der Schule, sonst wo. Arno, Gabriela ist erwachsen. Und Lara ist auch kein kleines Kind mehr. Also alles vergessen und zur Tagesordnung übergehen, ja? Und Gabriela schleicht weiter wie ein Geist durchs Haus. Ihr Ex-Mann hat sich unmöglich benommen. Warum unternehmen Sie nichts? Das habe ich Ihnen doch alles schon 100-mal erklärt. Also lassen Sie mich Ja, bitte aber Sie damit... können sich doch nicht einfach so abfertigen lassen. Das ist meine Sache. Und jetzt holen Sie mir bitte die Pollock-Akte. Ich muss dem Kerl mal die Meinung sagen. Ich denke, das wird nicht möglich sein. Ach, und warum? Weil er noch in einer Besprechung ist. Ja, dann rufen Sie in Los Angeles an und holen ihn da raus. Ich halte das für keine sehr gute Idee. Für was Sie das halten, interessiert mich nicht. Aber Frau Jones, Sie gehen mir langsam auf die Nerven.
Jetzt streiten sie sogar. Was war denn? Ich kann das echt nicht mehr hören. Was haben Sie denn gesagt? Arno würde mich am liebsten einsperren, damit sowas nie wieder passiert. Ich hab's doch gewusst. Das ist typisch für ihn. Aber glaub mir, der wird sich wieder beruhigen. Ach, Quatsch. Die reden doch über nichts anderes mehr. Und wie sie mich angucken, als wäre ich todkrank. Hey, morgen sieht das alles wieder ganz anders aus. Das wird es nicht und das weißt du auch. Doch, du denkst nur im Moment. Ich denke, dass ich unbedingt was machen muss. Und am besten sofort. Ja? Und was? Hilfst du mir? Klar. Danke. Hier, deine 2 Baguettes. Guten Appetit. Danke. Obwohl, eigentlich hätte ich ja gleich 3 bestellen müssen. Nicht, dass mir der arme junge Mann da drüben noch verhungert. Denkt die Kripo etwa immer noch, du bist an diesem Kunstraub beteiligt gewesen? Nein. Sie denken, ich stecke dahinter. Vollidioten. Das tut mir echt leid für dich. Mein einziger Lichtblick ist und bleibt Marie. Wie läuft's denn eigentlich bei euch? Du wohnst doch immer noch bei ihr, oder? Hm? Also, meistens ist es okay. Manchmal ist es ein bisschen komisch. Ich meine, ich muss mich halt dran gewöhnen, dass ich für sie nur ein guter Freund bin. Man kann nichts erzwingen, ja. Nein. Wem sagst du das? Charlie war sehr enttäuscht. Wir waren ja kaum drin, da wolltest du schon wieder weg. Ja, entschuldige, aber im Moment fällt es mir einfach zu schwer, Smalltalk zu machen. Gabriella hier allein zu Hause. Du vergisst Daniel, der ist doch bei ihr gewesen. Gabriella? Wahrscheinlich schläft sie, das ist sowieso das Beste. Lara ist wahrscheinlich auch noch unterwegs. Lies das. Bin ausgezogen, wohne bei Daniel. Gabriella.